vor dem Herrn. Siehe, ich will Unglück über dich bringen und deine Nachkommen wegnehmen und will von Ahab ausrotten, was an die Wand pisst. Denn der verschlossen und übrig gelassen ist in Israel, wird ein Haus machen wie das Haus Jerobeams, des Sohnes Nebats, und wie das Haus Besas, des Sohnes Ahias, des Reizens willen, durch das du mich erzürnt und Israel sündigen gemacht hast. Und über Isabel redete der Herr auch und sprach, die Hunde sollen Isabel fressen an der Mauer Jesraels. Wer von Ahab stirbt in der Stadt, den sollen die Hunde fressen. Und wer auf dem Felde stirbt, den sollen die Vögel unter dem Himmel fressen. Also war niemand im Himmel fressen. Also war niemand, der sich sogar verkauft hätte, übel zu tun vor dem Herrn, wie Ahab, denn seine Frau Isabel überredete ihn also. Und er machte sich zum großen Gräuel, dass er den Götzen nachwandelte, aller Dinge, wie die Amoriter getan hatten, die der Herr vor den Kindern Israel vertrieben hatte. Da aber Ahab solche Worte hörte, zerriss er seine Kleider und legte einen Sack an seinen Leib und fastete und schlief im Sack und ging jämmerlich einher. Das Wort des Herrn kam zu Elia, dem Tisbiter, und sprach, hast du nicht gesehen, wie sich Ahab vor mir bückt? Weil er sich nun vor mir bückt, will ich das Unglück nicht einführen bei seinem Leben, aber bei seines Sohnes Leben will ich das Unglück über sein Haus führen. Vater, wir danken dir für deine Güte, für deine Liebe, der uns aus den Sünden lebt. Nur was mit Ahab getan hast, dass sich so verkauft hat, allerlei Gräuel zu tun. Nur Vater im Himmel, ich bitte dich, als wir jetzt das anschauen, du willst unser Herzen, o Herr, eröffnen für dich. Und dass wir sehen, oh Vater, was du von uns forderst, dass wir das auch tun. Und Christi Namen. Amen. So, bei Ahab ist der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, eingetreten. Wenn diesen Tropfen eintritt, das weiß keiner. Aber es wird eintreten. Gott beschreibt seinen Handeln. Vers 25 und 26. Okay. Also war niemand, der sich so gar verkauft hatte, übel zu tun vor dem Herrn wie Ahab, denn seine Frau Isabel überredet ihn also. Und er machte sich zum großen Gräuel, dass er den Götzen nachwanderte, aller Dinge, wie die Amoriter getan hatten, die der Herr vor den Kindern Israel vertrieben hatte. Nun, der Herr sagte, das ist der schlimmste Kerl. Er hat sich verkauft, Böses zu tun. Und er hat Männer gewarnt und hört eine Frau zu. Und seine Frau hat ihn überredet. Er tat großen Gräuel, wie die Amoriter getan haben. Und Gott hat die Amoriter aus dem Lande ausgetrieben in diesen Gräueln. Und er bringt es, dass das Volk das macht. Das ist mehr als ein Affront. Spucken in Gottes Angesicht.
Furchtbar ist es. Jetzt reicht es Gott. Er begehrte das Weinberg von jemand anderes, Naboth, ein gottesfürchtiger Mann. Naboth will es nicht verkaufen, und es ist der Erbe seines Vaters. Das macht man nicht. So Ahab tötete ihn durch eine große Schau. Weil es mal richtig denken, dass das gab es im Fernsehen. Und inszeniert von seiner Frau. Sie hat alles im Hintergrund getan, damit Naboth getötet wird. Das reicht jetzt. Was macht der Herr? Er schickt Elia. Er schickt einen Mann. Und Ahab betete, obwohl wir die Worte nicht kennen. Das sind keine Worte. Aber er betete. Das ist, was wir anschauen wollen. Was jeder braucht und nicht macht. Also ich kann mich mal vorstellen, das ist so eine lange Geschichte. Ich hoffe, dass es wahr ist, aber wir haben mal so, Brother, ich habe das schon vorher gehört, aber hier haben wir so ein Ziel über Erweckung. Es geht über in Schottland und es ist richtig gut und es dringt durch wirklich Mark und Bein. Also das fing aber an, indem zwei Frauen betete für Erweckung. Und am Ende eine Bibel aus dieser Erweckung ist heute im Weißen Haus. Weil das Urneffe von den zwei Frauen heißt Donald Trump. Er ist nicht gerade erweckt. Aber wir haben gefasst und gebetet, dass Isabel nicht an den Markt kommt. Und so, wir haben Jego. Aber die Sache ist, die zwei Frauen, ich kann mir das vorstellen, wie wird man reagieren? Betete für Erweckung und es kam nicht und betete und betete und betete und fragte den Prediger, ob er zurecht war mit dem Herrn. Das ist alles, was ich weiß, ist, dass die das gefragt haben. Und ich habe mir das nur vorgestellt, hier, wie werden die meisten Prediger reagieren? Natürlich kommt es darauf an, was für Leute das machen. Also da kam einmal dieses Weib hier rein. Miss Tadlock oder Mrs. Sides was gefragt hätte. Tante Maria. Wie die zwei alte Frauen waren. Und Ahab tat, das was die meisten nicht tun und können nicht tun, weil das ist das Problem mit Erweckung und so, ist zu viel Stolz. Gott hasst Hochmut, er hasst arrogant, er hasst Hoffart. Ja,
Und je mehr der Mensch hat, desto mehr hat er davon. Und Elia bekommt eine Botschaft und gibt sie weiter. Ein Mann Gottes. Gottes ist. Ich dachte darüber, was ich mal predigen sollte, und ich dachte, das ist angebracht. Das ist kein Mann Gottes. Vielleicht hat er vergessen, dass er betete und bat Gott, was er predigen sollte. Aber man bittet den Herrn für die Botschaft. Oder der Herr, wie Elia, gibt der Botschaft. Schau mal Gottes Botschaft an, noch einmal. Vers 17 bis 19. Aber das Wort des Herrn kam zu Elia, denn des Peter und sprach: Steh auf und gehe hinab Ahab entgegen. Und ich sage mal eines, Ahab, meinen diesen hinauf. Aber Elia ging hinab. Elia war hinauf. Er war auf dem Berg. Wo war Ahab? Dreck. Ja? Und nicht wie ein Wildschwein. Ja, wir haben mal da gelesen, oder ich auf alle Fälle, ich weiß nicht, ob das wir mit dem Hunde war oder der andere Tat, Wildschweine gehen in den Dreck, weil das ist denn, damit das ganze Viehzeug von die weggehen. Nee, Ahab hat das angezogen. Hatte mal was, der Fernseher angemacht. Hat sich angeklickt im Internet. Von sich aus. Gehe hinab. Ahab entgegen dem König Israel. Er meint, er ist hinauf, weil er ganz unten, der zu Samaria ist hier aus dem Weinberg Nabos. Dahin er hinabgegangen ist, das ist dann noch weiter unten. Wo ein Weinberg ist, wo? Hinauf. Aber er ist hinabgegangen. Aber wenn du stiehlst etwas von jemand anderes, du gehst noch weiter unten. Sünde ist Treibsand. Du kannst immer noch weiter unten gehen. Du kannst mal ein Boot nicht fassen da, bis der Tropfen übergeht. Dass er hinein. Weißt du, was du weißt dabei? Gott weiß ganz genau, was du gemacht hast. Er weiß alles. So. Schau, was Israel gemacht hat. Warum ist er nicht schlau? Er weiß es. Und rede mit ihm und spricht. So spricht der Herr. Du hast totgeschlagen. Hast du auch in Besitz genommen. Und sollst mit ihm reden und sagen, so spricht der Herr. An der Stelle, der Hunde das Blut Nabals geleckt haben, sollen auch Hunde dein Blut lecken. Das ist demütigend. Sehr. Nun, ehrlich gesagt, als Aberglaube hat er diesen Stellen vermieden wie die Pest, oder? Wenn das wirklich stattfindet? Und wenn wir nicht wissen, im nächsten Kapitel ist es stark gefunden. Alles stark gefunden. Genau eine Stelle. Und er spielte Soldat und nicht König.
Und der König ist nicht umgebracht worden, der nicht umgebracht sein sollte. Ja, okay. Das Beste ist, er hat es von ungefähr geschossen. Ja. Hat es aus Gottes Hand gesteuert bekommen. Ja? Nun, das ist die Botschaft. Nun, weißt du, was wir auch sehen in der Geschichte? Ungesunde Beziehungen. Pass mal auf. Und wie Ahab nicht so glaubte, was geschehen wird, so glaubt man das bei ungesunden Beziehungen nicht. Hey, schlechter Umgang verdirbt immer noch gute Sitten. Immer noch. Vers 20. Nicht? Und Ahab sprach zu Elia: Hast du mich gefunden, mein Feind? Er aber sprach: Ja, ich habe dich gefunden, darum, dass du dich verkauft hast und Übles zu tun vor dem Herrn. Erste Beziehung zwischen Ahab und Elia. Wie ist die Beziehung? Feind. Der Mann Gottes war sein Feind. Stimmte das? Nein. Aber wie hat Ahab das? Was sagt nun was? Ich weiß wirklich nicht, ob er das übermittelt hat oder was geschehen ist, was aus dem Stegreif, weil ich 22 nicht dazu gelesen habe. Ich weiß, dass es gibt so einen Brief irgendwie, oder das ist dann eigentlich 2. Könige oder so. Weißt du, Elia hat einen Brief geschrieben. Ob Elia die Botschaft Ahab gegeben hat oder nicht. Aber wie viele positive Botschaften hat Elia? Und jetzt plötzlich hier, das ist super. Was hast du gesagt, Herr? Was? Und das ist ungesund, wenn du denkst, der Mann Gottes dein Feind ist. Wenn er sagt, das Wort Gottes, dass das Feind ist. Das ist sehr ungesund. Und es tropft. Wie lange hat es bei ihm getropft? Sehr lang. Nun, Vers 20, das zweite Hälfte davon. Ja, ich habe dich gefunden, darum, dass du dich verkauft hast und Übles zu tun vor dem Herrn. Hier ist Ahab und Gott. Aber Menschen sagen, ich habe doch keine Beziehung. Beziehung ist abgebrochen. Wie schafft Gott es sein? Was hat er getan? Übles zu tun vor dem Herrn. Und Gott sieht es. Und es gefällt ihm nicht. Wie ist deine Beziehung zu Gott und zu Gottes Mann? Nenn Vers 25. Also war niemand, der sich so gar verkauft hätte, übel zu tun vor dem Herrn wie Ahab, denn seine Frau Isabel überredete ihn also. Ahab und Isabel. Wie war ihre Beziehung? Ja? Sie trug die Hose. Ja? Ob sie das Wort wirklich getan hat, wie heutzutage, weiß ich nicht. Aber sie hat das Sagen. Und sie könnte ihn überreden. Was er sogar von sich aus nicht
denken konnte wie mit Nabal. Muss man denken, da bist du der König, der will dein Weinberg. Du sagst ihm, nein. Dann gehst du in deinen Weinberg und er schickt jemanden und er schiebt dich herunter. Ja? Und das Kind David, er hat einen Plan, wie er Uriah beseitigte. Weißt du, wenn er nicht gefragt hat? Bathseba, ja. Ja? Und weißt du, der Ahab, der ist in der Ecke. Also was er macht, er heult. Und dann, hey, jetzt muss er, zeig dir hier, was, wer mag's. Und hier ein Plan. In dem Sinne hat Hand und Fuß. Ja? Und es war eine ganz ungesunde Beziehung. Sie hörte auf ihn. Er hörte auf sie. Sie überredete ihn. Er konnte nicht für sich denken. Hey, was richtig ist, ist richtig. Das Interessante ist, man nicht fremde Frauen nehmen soll. Das wird nicht mit mir geschehen. Schau in 1. Korinther Kapitel 7. So, ich denke, das ist richtig Frauen. Schwarz auf weiß. Und das ist, wo man hinzugeht, zu den Fragen der Ehe. So Vers 21 bis 23, Gott sagt, es reicht. Es reicht. Sieh, ich will Unglück über dich bringen und deine Nachkommen wegnehmen und will von Ahab ausrotten, was an die Wand ist. Denn der Verschlossene und übrig gelassene ist in Israel. Und will dein Haus machen wie das Haus Jerobeams des Sohnes Nebats und wie das Haus Beesas des Sohnes Ahias und des Reizens willen, durch das du mich erzürnt und Israel sündigen gemacht hast. Und über Isabel redete der Herr auf und sprach, die Hunde sollen Isabel fressen an der Mauer Israels. Gott sagt, es reicht. Die zwei werden sterben, es wird grausam. Wie sie gelebt haben, so werden sie sterben. Sie haben Gräuel, Grausamkeit begangen und sie werden auch das jetzt ernten. So, was macht Ahab? Ihr müsst das richtig zu Herzen nehmen. Sein Feind hat mit ihm geredet. Kennst du jemanden, was der Person mir sagt, das würde ich niemals tun? Und es gibt Leute, die so sind. Nie tun, was der Mensch mir sagt. So war es hier jetzt. Ich sprach mit ihm. So natürlich, was werde ich machen, nicht machen? Nicht glauben, nicht tun, was er? Weil ich will ihm nie zuhören. Das ist, was man nennt, halsstarrig. Widerstrebend. Danny Farley hat es so gut gesagt, ein junger Mann mit kleinen Kindern predigte über Kindererziehung. Nicht die weiseste Sache, die es gibt.
Und nicht nur das, er war neu in der Gemeinde. Das war nicht ganz klug. Und Danny sagte, war, was er sagte, richtig. Das ist maßgebend. Nicht, wer muss denn mit deinen Kindern? Ob es richtig war oder nicht. Und er hat sogar gesagt, du sollst mal wahrscheinlich, wenn du was dagegen gesagt hast, dich bei ihm entschuldigen. Das werden die nicht machen. Menschen sind halsstarrig. Sie sind widerspenstig. In besonderer Weise, wenn sie schuldig sind. Erziehung ihrer Kinder und ungesunde Beziehungen. Und weißt du, was noch ungesunder ist? Das ist eine ungesunde Beziehung. Halsstarrigkeit, Widerspenstigkeit, Juden sein. Ich habe mal eine Frage. Gibt es ein anderes Volk, das so bekannt ist für Halsstarrigkeit, Widerspenstigkeit, stur sein? Lass mich nicht sagen. Deutsche, genau. Du. Das mag ich nicht. Ungesund. Hey, ich bin auf die Europabrücke gegangen und es hat mich mal richtig Angst gemacht. Das Ding geht so. Und die Lasten kommen und rollen, brichst. Ja? Aber hier ist das Beste. Hier ist das Wunderbarste. Hier sehen wir die Liebe Gottes. Ahab ist jetzt nicht widerspenstig, halsstarrig, sondern er bückte sich. Er zerriss seine Kleider, Vers 27, da aber Ahab seine solche Worte hörte, zerriss er seine Kleider. Das ist, was sich demütigen ist. Anstatt meine feste, gute Sachen, alles ist wunderbar, ist es nicht. Und er legte einen Sack an. Er fastete. Er schlief sogar im Sack. Weißt du, wenn ein Sack was ist? Ja. Die eine, die weiß, kann nicht reden. Es ist sehr unangenehm. Unangenehm ist, ziehst du es an, damit du gut schlafen kannst? Nee. Und er ging jämmerlich umher. Jetzt nicht als Heulsusi vom Dienst, sondern jetzt war, ich weiß, es ist aus. Ich wusste besser. Ich wusste besser dort am Karmel. Aber tat, was Isabel sagt. Ich bin menschlichen Geschlechts, aber kein Mann. Das ist das Herrlichste, Vers 28. Das Wort des Herrn kam zu Elia, dem Tisbiter, und sprach, hast du nicht gesehen, wie sich Ahab vor mir bückt? Weil er sich nun vor mir bückt, will ich das Unglück nicht einführen bei seinem Leben.
Aber bei seinen Sohnesleben will ich das Unglück über sein Haus führen. Weißt du, Gott hat das Bücken, sich demütigen, angesehen. Er schaute das. Und Elia hat aber eine besondere Botschaft für Ahab. Er schont Ahab. Er erbarmt sich seiner. Das Gericht kommt aber nicht über ihn persönlich. Hey, das Gericht, das Tropfen ist schon da. Das Gericht kommt und muss kommen, weil Gott lässt sich nicht spotten. Ich muss mal echt sagen, da siehst du, ich habe mal, liebe Schwester Elfriede, ich habe gesprochen. Weißt du, da gibt es der Schlag der Zeitalter. Ich meine, werde mal eine Predigt darüber. Satan und Gott. Und man Gott absagt, du nicht. Und hey, ich habe eine Pause gehabt, las meine Bibel und spinnt. Kam der Maschinenmeister dort rein. Was liest denn du? Ich sagte in die Bibel. Dann er fing an, ach, was für eine. Denn er hat alle Argumente, die alle anderen haben. Die nicht original sind. Die er bei einem Doku sich überreden ließ. Von Tante Isabel. Weißt du, wie viele Menschen wirklich hier für sich denken? Ich habe mich so auf Deutsch gestellt. Ich las ein Buch, das stand dort drin, Deutschen sind Pseudo-Intellektuelle. Nee, das gibt's nicht. Wenn er das erklärt hat, sagt ja, und je länger ich hier bin, je mehr ich merke. Ich plappere nach, was ein Doku mir erzählt. Oder irgendetwas erzählt und ich dachte, hey, stimmt das? Kann ich mal mehrere Perspektiven reinholen? Gibt es was anderes dabei? Und das Gericht muss kommen. Und die Leute, die sagen Gott ab und hören nur einfach auf jemand anderes zu, ist es nicht original. Aber er spricht. Und weißt du, heute Abend, gehen wir nach Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wir haben, wenn wir solche wunderbare Verheißungen haben wie das, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, er ist treu und gerecht, uns die Sünden zu vergeben und uns auch zu reinigen. Und was ich mal vorher sagen wollte, ist, hey, wenn es gibt am Ende keine Strafe, denn alle werden was, ihren Blödsinn machen, wie es geht, und dann am Ende sagen, oh Gott, verzeih mir. Dann wird alles, kriege ich trotzdem meinen Kuchen. Ja? Ich habe 2 Sachen gemacht und machen musste mit meiner Tochter. Und hey, das ist, was Gott machte mit Ahab. Und jeder, der was denkt dagegen, ist nicht richtig. Menschen verwöhnen ihren Kindern, es wird immer noch, ich kriege es trotzdem, und das ist auch in den Kopf. Ich kriege das noch, egal was gesagt ist. Und egal was ich. Hey, weißt du, wie viel Aussicht Ahab hat auf Vergebung?
Barmherzigkeit 0,0. 0,0. In besonderer Weise, wo er einen Prophet hatte wie Elia. Nun, wir haben diese Verheißungen. Und weißt du, wir haben diese Geschichte, dass dieser Mann, der hasste alles mit Gott und kämpfte alles dagegen und ließ sich überreden von einem Weib. Und angeblich, die sind sowas, immer so missbraucht worden. Die listige Schlange. Er bückt sich und was? Der Herr ist barmherzig. Und wenn wir solche Verheißungen haben, sollen wir je widerspenstig in den Hals starren? Was ist los? Sollen wir nicht wirklich, wenn wir schon was Schlechtes denken, zu Gott flehen? Sollen wir nicht halbwegs wie ich war, wo ich mich bekehrt habe, und ich fragte jemand einmal, so, weiß der Prediger alles, was ich tue? Dass er dagegen spricht? Sind sie alle gleich, deswegen kann man mal wissen, was da ist und Gott spricht. Ich war in einer Gemeinde und predigte über die 6 Sachen und predigte wirklich, sollst du in den Gottesdienst gehen oder zum Kino? Und ich habe so gedacht, sag mal, ich weiß nicht, warum ich das sage. Ich habe mal so Samuel und Christine gesagt, Frieda, habe ich das je gesagt? Ja, wie viel Mal hast du mich das predigen können? Und dann, nee, Johanna war auch da, ich habe das auch manchmal, ich habe sie gehört. Und jetzt kriegt er heraus später, dass da war jemand, der das getan hat. Gott wollte sprechen. Und Gott will sprechen, weil er dich liebt und will dich erheben aus den Gott. Weißt du, in der Sünde in Gott ist wie Gott auf den Schuhe. Weißt du, wer nicht dort reingetreten hat? Der Person, wo es an seinen Füßen sind. Ja? Irgendjemand ist Mist getreten. Irgendjemand. Ja? Und alle gucken auf ihre Schuhe, außer der da. Das ist der Einzige, der das nicht merkt. Und so ist es in der Sünde in Gott. Hey, soll man nicht hier zu Gott flehen, so schnell? Nicht, wenn man etwas begeht, sondern wenn man Schlechtes denkt. Weißt du, der Herr, hier ist das Herrlichste der ganzen Geschichte. Er freut sich an Barmherzigkeit. Er hat sich gefreut, dass er diesen Mann barmherzig sein kann. Wie viel mehr jetzt, wo wir die Verheißungen haben? Dass man kämpft gegen ihn. Widerspenstig, ausstaubig. Tu es nicht, sondern demütige dich, bücke dich. Das ist, was der Herr fordert. Was? Demütig sein vor deinem Gott. Das ist, was er will von uns. Und tue einfach, was er sagt. Und wie gesagt, er freut sich immer noch an Barmherzigkeit. Das ist sein Wesen.
Wenn wir jetzt zusammen beten, wir wollen uns vor Gott demütigen. Und ich muss mal sagen, wo